Ramadan-Tag Nummer 2. Dieser startet diesmal etwas später. Ihr habt ja inshallah das Video von gestern gesehen, was ich übrigens gerade hochlade. Das ist ja sehr schön lang geworden. Da habe ich euch aber wirklich gut mitgenommen, muss ich wirklich sagen. Ja, und deswegen, das werde ich nicht schaffen, jeden Tag euch solche langen Videos hochzuladen. Deswegen starten wir heute ein bisschen später, aber heute ist Freitag und das heißt auch, das wird jetzt wieder ein entspannteres Wochenende. Deswegen kann ich euch dann so abends auch ein bisschen mehr mitnehmen. Denn ja, sonst in der Woche ist natürlich auch ein bisschen mehr Hektik. Ja, weil in der Woche ist es ein bisschen hektischer. Ich muss die Kinder immer schön früh ins Bett schicken, weil die ja eben zum Sahur aufstehen. Ja, das heißt, da muss ich die halt schon so 9 Uhr schicke ich dir dann schon wirklich schlafen. Und übrigens, Alhamdulillah, ich habe es geschafft. Ich bin gestern um 10 Uhr schlafen gegangen, bin dann kurz vor 3 aufgestanden. Wir haben unser Sahur gemacht und war dann wach, war produktiv, habe das Video geschnitten, habe dann um 9 Uhr ein kleines Nickerchen gemacht, ganz kurz nur. Und ja, deswegen war das jetzt schön entspannt und genauso wollte ich das und jetzt bleibe ich auch inshallah in diesem Rhythmus. Also wir starten heute direkt mit dem Essen, kurz nach 14 Uhr. Ich mache heute einmal Dolma. Dolma sind diese gefüllten kleinen grünen Paprika. Ich weiß gar nicht, wie man die auf Deutsch nennt. Die bekommt man auch nur im türkischen Supermarkt. Ich zeige die euch nochmal. Ich habe das schon mal in einem Vlog gezeigt. Die fülle ich glaube, mit Reis und Hackfleisch. Ja, kann man füllen mit was man will. Aber ich mache Reis und Hackfleisch. Dann mache ich eine Suppe. Ich überlege gerade, was für eine Suppe. Ob ich eine Tomatensuppe mache. Kürbis habe ich, Kürbissuppe. Rote Beete-Suppe. Joghurtsuppe? Ich überlege mal. Ach, und ich habe übrigens nachts, normalerweise mache ich ja abends meinen Joghurt, aber ich wollte ja eben früh ins Bett, deswegen habe ich meinen Joghurt morgens, ich glaube um 6 Uhr morgens, habe ich dann zwischenzeitlich meinen neuen Joghurt gemacht. Der ist hier übrigens in dem kleinen Backofen, den lasse ich dann eben bis heute Abend stehen. Der Backofen ist nicht an, ne, übrigens, weil ihr mal fragt. Ja, der ist schon ganz gut, aber ich lasse den noch bis heute Abend da drin. Das dient dazu nur eigentlich, damit er da ein bisschen seine Wärme hält. Also den Backofen mache ich nicht an. Ich mache den kurz so auf 50 Grad, weil der Joghurt, die Milch ist ja dann auch so auf 50 Grad und packe den da. Also weil ich auch ja diese größeren Gläser habe. Das ist jetzt mal ein kleines, das ist immer dann mein Ansatz fürs nächste Joghurt. Ich habe immer diese größeren Gläser. Deswegen lasse ich meinen Joghurt schon mindestens 10 Stunden stehen. Das wäre bis 16 Uhr. Ich lasse den bis heute Abend 20 Uhr stehen und dann geht er in den Kühlschrank. Ich werde euch auf jeden Fall das Rezept nochmal einzeln abfilmen, weil ich weiß ganz, ganz viele Fragen nach dem Joghurt. Und ich muss wirklich sagen, so wie ich den mache, gelingt er wirklich sehr, sehr schön. Wir sind sehr, sehr zufrieden damit. Deswegen, ja, mal schauen, vielleicht schaffe ich es sogar noch im Ramadan. Aber das wollte ich euch wirklich direkt als Rezept einmal hochladen. Ja, und ansonsten, ja, läuft alles super. Bei den Kindern ist das Fasten gar kein Thema für die sich fragen, oder ich kann mir so vorstellen, so von Nicht-Muslimen kommen ja immer so Fragen und so weiter. Habt ihr vielleicht gestern gesehen, also die Kinder kamen nach Hause, die waren super, super fit und das ist gar kein Problem. Für mich ist da so eher dieser Fokus, dass die halt ihren Schlaf bekommen, dass die da halt wirklich zeitig nach dem Nachtgebet ins Bett gehen und ja, genug Schlaf bekommen und eben zum Sahur dann aufstehen und dann haben sie immer noch Zeit, sich kurz hinzulegen. Nochmal. Genau, weil das ist so das Einzige. Ansonsten ist es, wie gesagt, spreche da aus eigener Erfahrung, da ich ja immer im Intervallmodus lebe, dass ich eigentlich ja am produktivsten und meine Konzentration am besten ist in dieser Zeit, wenn ich halt eben nicht esse. Von daher... Ja, also heute, achso, zum Sahur haben wir heute gegessen, also ihr habt ja gesehen, im gestrigen Vlog habe ich ja Milchreis gemacht, den haben sie echt nicht mehr geschafft, weil, wie gesagt, ne, es wird dann gegessen und dann gebetet und so, also die Zeit ist sehr knapp und da war gar kein Platz mehr, noch den Nachtisch zu essen, das haben die dann heute zum Sahur gegessen, da gab es wieder Eier, da hatten wir ja noch ein bisschen Pocha übrig, ein bisschen Gurke hatte ich dazu geschnitten, Datteln, Nüsse und dann haben sie den Milchreis gegessen. Aber heute werde ich dann, weil ich kein Brot habe, heute bringt mein Mann dann wahrscheinlich von draußen ein Fladenbrot mit. Wenn ich es schaffe, aber setze ich auf jeden Fall einen Teig an, entweder für Fladenbrot oder irgendein anderes Brot, vielleicht vielleicht mein Buttermilchbrot oder so. Das passt ja auch zu allem.
schaue ich mal, also ich setze auf jeden Fall einen Teig für Brot auf und ich setze nochmal einen Teig für die Porcia, also für diese weichen Brötchen nochmal an, weil die Kinder wollen das auch wieder morgen zum Sahur essen. Die fülle ich dann diesmal, haben sich auch mit Hackfleisch gewünscht, Hackfleisch und vielleicht einen Teil nur mit Feta-Käse und Petersilie. Genau, das ist halt super praktisch, weil das geht dann halt immer schnell, ne? Die Kids stehen auf und dann sind diese Brötchen schon bereit, schön frisch und dann kann man das halt schnell essen. Ja, mal schauen. Ansonsten freue ich mich, dass bei euch die Ramadan-Reihe gut ankommt. Ich bin auch sehr, sehr happy, obwohl das wirklich jetzt das gestrige Video, das wir jetzt fertig geschnitten haben, 40 Minuten lang ist. Ging super. Ich habe extra dafür mein Schneideprogramm geupdatet und mir da eine neue Version nochmal gekauft, damit das auch einfacher läuft. Und ich muss sagen, mit der neuen Version ging der Schnitt einfach auch viel, viel schneller. Also das war echt super. Es wäre jetzt gut, dass wir das gekauft haben. Genau. Ja, ich freue mich über euer Feedback, eure Anregungen, eure Kommentare und natürlich immer über ganz viele Daumen nach oben und freue mich, dass euch die Reihe gefällt und das motiviert mich natürlich auch, euch da dann inshallah jeden Tag mitzunehmen. Let's go! Das sind jetzt die Zutaten für die Dolma, so sehen diese kleinen grünen Paprikas aus. Auf jeden Fall kommt da rein Reis. Ihr könnt zum Beispiel aber auch Bulgur nehmen oder ich habe auch schon mal mit Quinoa gefüllt. Also könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann klassisch Hackfleisch. Das taut hier gerade noch auf. Ist schon eigentlich gut aufgetaut. Aber ihr könnt auch, falls ihr vegan seid oder nicht so oft Fleisch essen wollt, Beluga-Linsen. Habe ich auch sehr oft gemacht. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Oder auch braune Linsen. Theoretisch auch rote Linsen. Also einfach gegen Linsen zum Beispiel ersetzen oder ihr lasst es zum Beispiel nur mit Getreide und macht noch ein bisschen Gemüse rein. Dann die Tomaten brauchen wir dann als Deckel, denn hier entfernen wir diesen Deckel. Die Füllung kommt rein und dann kommt so ein Stück Tomate als Deckel wieder rein. Petersilie gebe ich mit rein. Ich habe jetzt nur frisches Bohnenkraut, gebe ich mit rein. Chili frische gebe ich mit rein. Ein bisschen Sellerie, weil ich den jetzt noch hier hatte und weil der natürlich lecker schmeckt. Und noch Zwiebel und Knoblauch. Natürlich jetzt nicht den ganzen Knoblauch, vielleicht auch nicht die ganze Zwiebel, die ist relativ groß. Genau, also ich mache jetzt als erstes einmal die Füllung fertig. Ich lasse es im Thermomix einfach alle klein schreddern und dann mit dem Hackfleisch zusammen vermischen. Und dann füllen wir die guten Dinger, dann kommen die. Das Ganze kommt in den Römertopf. Ihr könnt aber auch einen Gusseisentopf oder ihr könnt das theoretisch auch ganz normal in einem normalen Topf auf der Herdplatte machen. Also hier schmeckt es halt nochmal ein bisschen anders, muss ich sagen. Und auf jeden Fall kommt das dann hier rein. Den lasse ich gleich noch einweichen, so 15, 20 Minuten im kalten Wasser. Denn der ist nämlich nicht glasiert. Den muss man dann immer schön im Wasser erstmal einweichen. Und dann kommt noch eine kleine Soße oben drauf und dann geht es ab in den Backofen und dann ist das Ganze schon fertig und dann darf es da in Ruhe vor sich hin schmoren bis zum Iftar. Jetzt füllen wir mal die lieben Freunde. Bei mir ist die Menge von diesem Hackfleisch und Reis, das ist bei mir immer so eine Augenmaßsache. Ich habe echt keine Ahnung. Meistens kommt es immer hin. Ich mache mal ein bisschen weniger rein, weil man muss noch bedenken, dass der Reis ja auch noch aufquillt. Und ich kann ja später immer noch ein bisschen mehr reinstopfen. So, und dann einfach hier rein. Bevor wir die Dolma gleich mit den Tomatenstücken verschließen, machen wir jetzt noch eine Soße. Diese besteht aus Tomaten-Paprika-Mix. Ich habe hier immer so ein 3 in 1. Also es ist Tomatenmark, Paprikamark scharf und Paprikamark süß. Scharf, so ungefähr. Einen kleinen Schuss Öl mit dazu. Dann ein paar Gewürze. Dann mache ich ein bisschen Gemüsebrühe. Ein bisschen Salz, nicht so viel. So. Pfeffer, noch so einen kleinen Schuss. Dann machen wir da kochendes Wasser drüber. So, das reicht auch schon. Verrühren das Ganze. Oh, ich mache noch ein bisschen Minze. Ich mag das irgendwie, wenn ein bisschen Minze drin ist. Ein bisschen. Und jetzt
übergießen wir die Dolma damit. Also so, dass überall so ein bisschen auch eben in die Dolma so reinläuft, bevor wir den Deckel reintun. Deswegen möchte ich ein bisschen so, brauchen wir noch welche? Dass alle so ein bisschen was abkriegen. Und jetzt kriegen sie noch ihr Deckelchen verpasst und dann kann das Ganze in den Ofen. Das ist super praktisch, da muss man halt nicht viel machen und dann darf das in Ruhe vor sich hinschmoren. Mann, sogar die Tomatenstücke waren genau richtig, oder? Ne, hier fehlt noch ein Tomatenstück. Nee, ich schneide jetzt keine Tomate, deswegen. Dann bleibt eins ohne. So, jetzt Deckel rauf, ab in den Ofen und dann sehen wir das zum Iftar. Moment, ist das zu viel? Nee. So, ich mache jetzt den Salat und zwar mache ich den auch sehr, sehr gerne und zwar mit Rotkohl, Karotten, manchmal auch mit nochmal Blattsalat, manchmal auch ohne. Ich nehme hier noch ein bisschen Roma-Salat, dann kommt Petersilie rein, eigentlich ganz viel Lauchzwiebeln, aber da ich nicht mehr so viel habe, kommt noch eine rote Zwiebel rein. Ich mag da gerne noch Mais mit drin. Eigentlich passt auch noch sehr schön Dill dazu, aber ich habe jetzt nur die frische Petersilie da. Ja, und das wird jetzt alles so klein geraspelt, klein geschnitten. Und dann zeige ich euch das Dressing. Was noch sehr gut dazu passt, ist Feta-Käse. Ich schaue mal, ob ich den mit reingebe oder nicht. Das mache ich auch mal spontan. Mal mit, mal ohne. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und den gibt es heute. Und dann kommt noch die Suppe. Ich glaube, ich mache schnell eine Kürbissuppe. So, Salat ist alles klein geschnippelt. Ich habe auch eine Kürbissuppe gemacht. Ich habe die jetzt nicht mitgefilmt. Ich bin jetzt doch ein bisschen unter Stress. Also es war jetzt ein bisschen spät heute alles angefangen. Aber Kürbissuppe kennt man ja. Da gibt es auch zig Rezepte. Ob mit Ingwer, ohne Ingwer, mit Kokosmilch oder mit Sahne. Also da gibt es wirklich sehr viel. So, Zitronensaft, ganz wichtig. Dann natürlich wieder schönes Olivenöl. So. Einmal Sumak oder ihr nehmt halt Essig. Das ist halt ein Essigbaumgewürz und schmeckt eben halt so essigmäßig. So, da kann mir das Salz und Pfeffer reichen. Das kommt nämlich rein und noch ein bisschen Granatapfelsirup. Okay. Ein bisschen Granatapfelsirup für den extra lecker Geschmack. Muss aber nicht rein, wenn ihr das nicht da habt. Wir haben ja schon Zitronensaft drin, aber ich mag es. Salz und Pfeffer. Ja. So, ich hatte dann geswitcht auf eine kleinere Schüssel und das habe ich jetzt davon. So sieht jetzt der fertige Salat aus. Der ist sehr, sehr lecker. Und jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich hier so ein fertiges Brot essen muss. Ich schwör's euch, ich bin das so gewohnt, jetzt so immer frisch zu backen, dass es für mich gerade so voll enttäuschend ist. Ich habe es einfach gestern, ich war ja K.O. Ich wollte früh ins Bett, ich habe es nicht geschafft, einen Teig anzusetzen, um heute ein Brot zu backen. Aber ich mache es auf jeden Fall heute Abend und setze am besten gleich 2 Teige. Einmal für Fladenbrot für morgen und einmal nochmal für ein normales Brot, was wir dann zu Saur oder so essen können. Weil, ja, das ist jetzt total ärgerlich für mich irgendwie, weil ich jetzt seit Monaten gar kein Brot mehr kaufe. Und das Komische ist, wir sind jetzt heute zum Iftar, sind wir nur zu 7. Abla ist auch nicht da. Oh. Miriam ist in der Moschee. Ich glaube, die kommt nicht, die Frühstück vor allem. Ich glaube, die macht dann ihr Iftar dann direkt bei ihren Cousinen, weil die dann meistens nach der Moschee auch direkt dahin gehen. Und Papa ist mit Adem beim Training. Der hat heute Training. Der hat heute nämlich Training und das ist jetzt auch so. Wir gucken, ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich jetzt ganz doof, weil genau um 18:30 Uhr ist ja heute Fastenbrechen und das Training fängt um 18 Uhr an und endet um 19:30 Uhr. Also ich habe dem jetzt Wasser, Datteln und Nüsse mitgegeben, dass er da sein Fastenbrechen tut. Und dann flitzt er nach Hause und dann wird er essen. Ich weiß es nicht. Also ich gucke mal, wie es dem heute geht, ob das so jetzt für den Monat so eine Lösung ist oder ob er da einfach mal dann eine Trainingspause einsetzt. Ich weiß nicht. Man kennt das ja so von Profifußballern und so, die auch ganz normal während Ramadan trainieren und ihre Spiele spielen und so. Deswegen, aber ich weiß halt nicht,
ob Adem das hinbekommt. Deswegen, ja, die kommen später. Oh, sind wir jetzt hier alleine? Und essen du halt. hast doch uns, wir sind doch nicht alleine. Ich muss Teig aufsetzen. Ich mache am besten gleich 3 Teige. Ja, das ist halt so, weil das so zeitlich so ungewohnt ist. Ich habe heute einfach zu spät angefangen. Und es ist so ärgerlich die ganze Zeit. Das Video, was ihr hoffentlich ja gesehen habt von gestern, ladet immer noch hoch. Ist irgendwie heute echt der Wurm drin. Naja, gut. Wir haben gleich Iftar. Inshallah. Süppchen zeige ich euch. Selbstgemachten Joghurt. Und ich habe noch hier von meiner Schwiegermama aus der Türkei. Das muss ich unbedingt nachmachen. Oh, das riecht so stark. Aber das ist eingelegter Weißkohl. Wir essen ja sowas so gerne. Ich wollte schon beide. Ja, ich darf ja noch. Kinder lachen mich mal aus. Der ist richtig lecker geworden. Ich habe von meiner Schwiegermama das Rezept gemacht. Das werden wir auch gemeinsam machen. Dann wahrscheinlich nach Ramadan. Aber das ist richtig lecker. Vor allem, weil, wenn ihr wisst, wir planen ja die ganze Zeit mit Miriam, dass wir Kimchi machen wollen. Kimchi ist ein bisschen aufwendig. Aber das ist geschmacklich so, weil das so, da ist glaube ich viel Knoblauch drin. Schmeckt das auch so eine Art wie Kimchi. Also voll lecker, muss ich unbedingt nachmachen. Ist ja super easy. Kannst du auch auf Vorrat in den Keller und so weiter. So, Kinder, Tisch decken, Suppe, es geht los. Gleiches Fastenbrechen. So, verteilt ihr die Salatschüsseln bitte? Soll ich die Kerze anstellen? Ja, kannst du machen. Warum ist er denn so neugierig? Und wie viele haben sich gemeldet? Also andere haben sich gemeldet, weil diesen Christen, die machen dieses andere Fasten. Da meinte er, nee, ich meine das muslimische Fasten. Unsere Lehrerin fastet auch. 5 oder so. Und dann, was hat er danach gesagt? Nichts. Aha. Perfekt. So, das sind genau richtig. Das macht man offen. So. I'm hungry. Ja, so. Das ist schwer, den Ja, das liegt an der Hülle. Das Körbsüppchen. So, Allah kabul etsin. Kürbissuppe schmeckt richtig gut. Oh, gut. Wir können auch heute länger wach bleiben, oder? Ja. Was im gestrigen Vlog hatte ich nicht gezeigt. Das war so die letzte Szene eigentlich beim Abendessen. Was wir eigentlich immer machen, ist, dass erstmal Suppe getrunken wird. Ne? Dann hat man schon mal was gegessen. Und dann wird erstmal das Abendgebet gebetet. Und dann kommt dann sozusagen, wird das Hauptgericht gegessen. So ist es schöner. Natürlich sollte man sich im Ramadan nicht voll essen. Ja, das ist nicht der Sinn und Zweck, dass man den ganzen Tag fastet und sich dann vollstopft, bis man dann durch die Gegend rollt. Ne? Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, aber man ist sehr schnell voll. Ja, also das ist, wenn man dann halt eben auch den ganzen Tag fastet, dann schrumpft auch der Magen und man ist sehr schnell voll. Deswegen ist das eigentlich schöner, wenn man erstmal die Süppchen trinkt und dann erstmal in Ruhe beten geht und dann danach sozusagen das Hauptgericht dann nochmal in Ruhe sitzt und esst. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aber er hat nicht bewegt. Das sieht doch fantastisch aus. Dazu schön Joghurt. Man könnte jetzt noch theoretisch Reis oder noch irgendeine Beilage dazu. Aber das reicht. Man hat ja Reis. Reis ist ja mit drin. Brot gibt es dazu. Finde ich, passt immer am besten. Hast du? Außer einer.
Außer eine. Adam ist gerade wiedergekommen, voll schön. Ich habe mir ja schon die ganze Zeit Sorgen gemacht. Und was meintest du? Was? Wir haben zusammen alle aufgemacht. Ja, also der Trainer hat er die Suppe mitgebracht, oder wie? Nein, die haben so eine Kantine da. Ah, wie schön. Also ihr habt dann sozusagen wegen des Trainings Pause gemacht und dann Suppe getrunken und euer Fasten gebrochen sozusagen. Ja. Das ist toll. Gab's Datteln und so. Schön. Sehr schön. Wow. Das freut mich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr schön. Ich habe jetzt hier 2 Teige aufgesetzt für morgen. Einmal wieder das Fladenbrot. Das hat ja gut geklappt. Ich werde nur vielleicht eine andere Technik machen. Mal schauen. Dann einmal ein Buttermilchbrot. Das schmeckt auch sehr lecker. Das backe ich dann erst morgen Abend. Das sind ja beides so 24-Stunden-Teige. Wobei der ist dann nicht ganz 24 Stunden. Aber das ist auch nicht schlimm. Den backe ich dann eben morgen Abend. Den haben wir dann zum Sahur, zum nächtlichen Frühstück dann für morgen. Und für heute zum Sahur, also fürs heutige Nachtfrühstück, ich muss das einmal ein bisschen auf Deutsch übersetzen für euch, mache ich jetzt wieder die Poğaça. Das Rezept dazu findet ihr im Ramadan-Vlog #1. Da habe ich euch das Rezept schon hingeschrieben. Da hatte ich sie mit Spinat und Käse gefüllt. Und diesmal fülle ich sie mit Hackfleisch. Da habe ich einfach Zwiebeln, Knoblauch, Hackfleisch angebraten, mit Salz, Pfeffer, Gewürz und noch ein bisschen frische Petersilie mit dazugegeben. Und ein Teil fülle ich mit Feta-Käse und Petersilie. Einfach nur den Feta-Käse klein gebröselt und die klein geschnittene Petersilie. Ein bisschen Abstand legen. Ja, noch dick. Güzel bir Teig, ja. Das ist so ein Kinderteig, ja. Das ist sehr einfach damit zu arbeiten. Kommt noch einer hin, ne? Ja, ja. Wenn man ja hier alles zusammen macht, ist dann meistens dann hier zu dick und oben zu dünn. Deswegen macht man das so. Hey, Allah razı olsun oğlum. Maşallah. So, mein wunderschöner Joghurt geht jetzt ab in den Kühlschrank. Ich werde euch, wie schon erwähnt, separat ein Rezeptvideo zu dem Joghurt abfilmen, damit ihr das immer findet, weil in den Vlogs ist das sehr schwer zu finden. Und ja, der gelingt nämlich so richtig, richtig schön. Ich mache immer 5 Liter Milch. Eins ist immer das Kleine, ist immer dann für das nächste Joghurt. Das kommt unten in den Kühlschrank. Ich habe Gott sei Dank jetzt noch einen Kühlschrank im Keller, im Vorratsraum.
Und dadurch kann ich endlich eben solche Sachen auf Vorrat machen. Zeige ich euch noch, wie die fertig aussehen und sage dann auch schon gute Nacht. Welches machen wir auf? Mal hier diese schöne Dicke. Mit so einer schönen mit der Hackfleischfüllung. Gute Nacht und bis morgen, meine Lieben.